Lecker. Pizza, Blätterteigtaschen, überbacken mit Mozzarella. Super lecker. Aber erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nobbys Kochstunde. Ja, wie immer fangen wir mit der Vorbereitung an, indem wir Parmesan reiben, Salami und Schinken klein schneiden. Weiter braucht man noch ein Eigelb, was man noch mit dem Esslöffel Milch verquirlen. Aber wir brauchen noch weitere Zutaten, wie zum Beispiel Mozzarella, den schneiden wir in grobe Stücke, und wir brauchen noch Oregano, den hole ich aus meinem Garten. So, und beim Oregano, da streife ich dann die Blätter von den Stängeln, und die Blätter, die hacken wir dann fein, weil das geben wir später in die Füllung mit hinein. Apropos Füllung, jetzt geben wir die ganzen vorbereiteten Zutaten in die Schüssel hinein und rühren das Ganze richtig gut durch. Da könnt ihr natürlich auch mit den Zutaten spielen, eigene Zutaten noch hinzufügen. Geschmacklich verbessern wir das Ganze natürlich noch, indem wir das Ganze noch kurz etwas salzen und pfeffern. Falls ihr schon mal einer meiner Pizza-Filme geschaut habt, ich gebe vorher noch immer ein bisschen Olivenöl mit auf die Pizza drauf. Und das mache ich hier jetzt natürlich auch, weil ich möchte in der Füllung noch Olivenöl mit dabei haben. Jetzt wäre es auch schon mal an der Zeit, an den Ofen zu denken, indem wir ihn auf 190 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Weil jetzt bereiten wir das Backblech vor, indem wir auf das Backblech den Blätterteig ausrollen. Der Blätterteig hat Standardmaße, und trotzdem gewinnen wir jetzt aus diesem Blätterteig 8 Quadrate, indem wir so schneiden, dass es natürlich 8 Quadrate werden. Und schon können wir dann diese Quadrate füllen mit dieser schönen Pizzafüllung. Diese Häufchen, die wir drauf geben, geben wir jetzt nicht mittig auf diese Quadrate, sondern versetzt, weil wir wollen ja noch diese Quadrate zuklappen. Und bevor wir das Ganze zuklappen, bestreichen wir das Ganze noch mit der Eigelbmischung.
Die zugeklappten Blätterteigtaschen bestreichen wir auch nochmal mit dem Eigelb und auf jede Tasche geben wir dann noch so ein schönes Stück Mozzarella-Käse. Und ab damit in den vorgeheizten Ofen, wenn Jessie das zulässt, unser kleiner Hund. Nach 25 Minuten kommen die Taschen wieder raus und jetzt schaut mal, wie lecker das Ganze aussieht. Und es riecht auch richtig herrlich und das seht ihr schon mal daran, dass Jessie nicht von der Seite weicht. Sie bleibt in der Küche, es könnte ja was runterfallen. Aber jetzt geben wir uns mal so ein schönes Täschlein, so ein schönes Blätterteig-Täschlein auf den Teller und schneiden es auf. Und dann probieren wir mal das super leckere Blätterteig-Täschlein mit Pizzafüllung. Ja, und ich würde sagen, backt mal diese leckeren Blätterteigtaschen nach mit Pizzafüllung und berichtet mir, wie sie geworden sind. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, mein Lieben. Bleibt gesund und bleibt am Ball.